Hallo und herzlich willkommen hier bei uns am Alten Bahnhof in Badenheim. Ich bin die Anna-Maria. Ich bin der Georg und ich lade euch jetzt ein, mit uns den Bahnhof zu besichtigen. Und ich gehe mal vor. Kommt mit! Der alte Bahnhof, der hat mich schon immer fasziniert, schon als kleiner Junge. Da bin ich auch immer um das Bahnhofsgebäude rumgestreunt. Und als es dann geklappt hat mit dem Kauf, dann waren wir halt überglücklich. Wir stehen jetzt hier im ehemaligen Wartesaal des Bahnhofs. Man ging also hier durch die Eingangstür. Hier waren Wartebänke. Wir haben uns dafür entschieden, die Küche als Mittelpunkt des Hauses zu betrachten, weil sich hier auch das meiste Leben abspielt. Es war zwar kein Denkmalschutz hier vorgegeben, aber wir haben alles so in den Materialien gelassen, wie es damals mal gewesen ist. Auch von der Fensteraufteilung nach alten Bildern wieder nachgebaut. Die Lampen sind in dem Grau gehalten, in dunklen Farben, alles was so ein bisschen an Ruß und an Industrie erinnert. Auch hier unsere Drehschalter, die wir dem Alter des Bahnhofs angepasst haben, dass es so ein bisschen auf alt wirkt. Hier seht ihr unsere Bahnhofsuhr, die natürlich auch auf das Thema Bahnhof hinweist. Und jedes Mal, wenn wir drauf gucken, uns erinnern, in was für einem schönen Bahnhof wir wohnen, was wir für ein Glück hier haben. Vom Abriss haben wir im Prinzip alles selbst gemacht. Vom Asbest bis die alten Fundamente rausholen, haben wir alles selber gemacht. Dann ging es weiter mit den Fenstern, das war auch alles nicht mehr zeitgemäß. Also wir haben dann 20 Tonnen Putz rausgeschafft und um gerade Wände wieder zu bekommen auf den Bruchsteinen, haben wir auch 30 Tonnen wieder reingeschafft. Wir kommen jetzt in unser Esszimmer. Bei so einem Wetter wie heute habe ich das Feuer angemacht. Eigentlich nur zur Gemütlichkeit, denn die Grundwärme kommt von der Fußbodenheizung. Aber so ein Feuer macht es einfach noch gemütlicher. Und das ist auch so dieser gemütliche Raum, den wir hier haben. Wir essen hier, wir spielen hier mit den Kindern. Auch die Gestaltung macht es so gemütlich. Wir haben die Wände dunkel gestrichen. Es ist ein bisschen wie eine Höhle, eine gemütliche Höhle. Und das kleine Sofa, das wird von uns allen vieren ganz oft belagert. Und die Kinder sitzen da und lesen. Die beiden Räume waren früher voneinander getrennt. Hier war der Wartesaal und hier der Gepäckraum. Wir haben die Mauer rausgenommen und das ganze obere Geschoss dann mit dem Doppel-T-Träger abgefangen. Das Problem war die verschiedenen Niveaus der Fußböden. Ich stelle mich jetzt mal hier rein und da könnt ihr sehen, auf welchem Niveau der Fußboden vorher war. Und wir haben uns dafür entschieden, um keine Stolperfalle mitten im Raum zu kriegen, hier eine Fußbodenheizung noch einzubauen und aber die Höhe des Fensters nicht anzutasten. Und dadurch ist diese Nische entstanden und das fanden unsere Kinder, als die noch klein waren, richtig toll, weil die da immer drin gespielt haben und wie so ein kleiner Laufstall. Jetzt sind wir hier im Eingangsbereich von unserem alten Bahnhof, wobei das hier ein neuer Teil ist. Unser Flur wurde angebaut und gab es früher so noch gar nicht. Unser Highlight sind unsere Betonfliesen. Uns war es wichtig, dass wir hier ganz traditionelle und natürliche Farben verwenden. Das Schnörkelige gefällt uns sehr gut und ich glaube, daran werden wir uns nie satt sehen. Das war also die Außenwand, die wir in den neuen Teil integriert haben. Was sich ganz gut zu dem alten Teil ergänzt, das sind also unsere Laufschienen für unsere Schiebetüren. Die waren also nicht so teuer, wie man denkt, sondern der Beschlag kostet ca. 14 € und wir haben uns dann vom Schlosser einfach ein Flacheisen gemacht mit einer Halterung und haben das in der Eisenbahnfarbe DB703 lackiert und es sieht einfach ganz natürlich aus und wertig.
Wenn wir keinen Anbau gemacht hätten und keinen Flur, dann hätten wir im Altbau eine Eingangssituation schaffen müssen und dadurch wäre uns einfach Raum verloren gegangen in der Küche und das wollten wir nicht. Und somit haben wir eine schöne lange Achse, die die beiden Räume hier miteinander verbindet und einfach ein großartiges Wohnraumgefühl schafft, obwohl es zwei unterschiedliche Bauten sind. Den Neubau haben wir so gestaltet, dass da unser Wohnzimmer drin ist. Also hier sitzen wir am liebsten, wenn wir dann abends zur Ruhe kommen und nochmal auf Rheinhessen rausblicken können, die Weide genießen. Und das ist irgendwie so ein bisschen Kino für uns. Hier geht's in unseren Flur im Altbau. Das war früher der alte Dienstraum vom Bahnhof. Die Treppe ging gerade runter. Die haben wir dann einmal um die Ecke geführt und haben dann hier Raum geschaffen für eine Gästetoilette. Dieses Bild haben wir von Freunden geschenkt bekommen zur Geburt unseres Sohnes. Es ist also tatsächlich der Bahnhof. Man kann es hier an den Bögen erkennen. Hier ist unser kleines Büro und wenn Freunde und Gäste übernachten wollen, die dürfen hier reinkommen. Der Boden ist noch original, den haben wir also retten können. Die waren also noch in sehr gutem Zustand, die Dielen. Die haben wir einfach abgeschliffen und neu versiegelt und erinnert irgendwie so ein bisschen an die alte Zeit. Was uns wichtig war, dass wir bei den Materialien, die fest verbaut sind mit dem Haus, nicht sparen wollten, dafür aber an anderer Stelle, zum Beispiel bei den Möbeln. Klar haben wir ganz tolle Sachen auch schon im Kopf, was wir auch uns irgendwann anschaffen werden, aber unser Gedanke war, das muss jetzt nach und nach erst mal wachsen. Ja, dann kommt mit, wir gehen nach oben ins Obergeschoss. Der Fußboden, auf dem ich hier stehe, das sind die alten Dielen aus dem Badesaal. Die haben wir gerettet. Und es war uns ganz wichtig, dass so ein Stück Patina von dem Haus erhalten bleibt. Ja, manchmal waren wir ein bisschen verzweifelt und hatten so ein bisschen Angst, dass uns alles über dem Kopf zusammenbricht. Wir haben dann gesagt, wir machen im Erdgeschoss alles hochwertig und im Obergeschoss haben wir gesagt, okay, dann machen wir da einen normalen Standard, also wir haben jetzt keine besonderen Türen. Ja, dann kommt mal mit. Wir schauen uns mal unser Schlafzimmer an. Im Obergeschoss war das hier der größte Raum und dann hat es sich angeboten, den Raum zu teilen. Dadurch haben wir keine Dachschräge mehr im eigentlichen Schlafzimmer, sondern haben noch dadurch einen begehbaren Wandschrank gewonnen. Und da gehen wir jetzt mal hin. Also wie ihr seht, ist dadurch ein schöner Raum entstanden und wir haben die Dachschräge voll ausgenutzt. Ja, und was auch schön ist an unserem Schlafzimmer, wir werden morgens von der Sonne geweckt und wir haben einen tollen Blick auf unseren Garten. Der Garten ist so meine Leidenschaft, denn mein eigentlicher Beruf war der im Gartenlandschaftsbau. Und ein Garten am Haus ist mir besonders wichtig, damit das Haus irgendwie eingewachsen ist. Mir ist ein Hausbaum wichtig und eine Bepflanzung und die haben wir hier vor allem mit Stauden und Gräsern gestaltet. Die Gräser bringen eine gewisse Dynamik rein, wenn der Wind hier über die Fläche weht. Und mit den Stauden ist es so gestaltet, dass wir über das ganze Jahr immer noch was Blühendes haben. Hier haben wir jetzt noch die Samenkapseln von den Echinaceen stehen. Das bringt auch über den Winter noch eine gewisse Struktur und gleichzeitig als Schutz für die Insekten lassen wir das stehen und wird auch erst alles im Frühjahr zurückgeschnitten. Hier sieht man auch noch die Gleise. Die sind hier früher tatsächlich entlang gelaufen von Sprendlingen Richtung Fürfeld. Sie sind nicht mehr original, aber liegen noch an der gleichen Stelle. Das ist heute nicht mehr unser Gleisbett, sondern unser Gleisbeet.
Das ist der Rhyolith, auch bei uns Porphyr genannt. Und das ist ein rötlicher Rhyolith hier aus einem regionalen Steinbruch ganz in der Nähe. Die Fassade ist komplett aufgearbeitet worden. Die war ja, nach gut 100 Jahren doch ziemlich in die Jahre gekommen. Das ist alles abgestrahlt worden. Da kam richtig viel Staub runter. Die ganzen Fugen haben wir rausmeißeln lassen und es wurde komplett neu verfugt. Und auch das Bahnhofsthema zieht sich auf der Bank weiter fort. Denn die ist auch nicht original, aber so schön geschwungen, wie man sich eine Bahnhofsbank vorstellt. Wir haben lange gesucht, dass wir so eine Lampe finden. Ja, eine fast originale Bahnhofslampe. Hier, das ist noch ganz original. Die Stufen stehen hier seit über 120 Jahren und früher sind hier alle Passagiere raus und reingegangen und heute gehen wir hier raus und rein. Dann kommt mal mit, ich zeige euch den Rest vom Garten. Als Element haben wir hier unsere Rotbuchenhecke gepflanzt. Die ist jetzt in einer richtig tollen Herbstfärbung. Und unten drunter wachsen die Walderdbeeren. Das ist eine ganz natürliche Mulchung. Hier wächst kein Unkraut mehr durch. Und im Frühjahr haben die Kinder richtig viele Erdbeeren zum Pflücken. Jetzt kommen wir aus dem Garten zu unserem zweiten Teil vom Haus. Und das ist der Neubau. Denn hier ergänzen sich alt und neu wunderbar. Die Herausforderung bei dem Anbau war, möglichst kostengünstig ein schönes Panorama hinzukriegen. Und das zeige ich euch mal, wie wir das gelöst haben. Wir haben also einfach einen Sturz hier betoniert, das ist quasi der Ringanker. Wir haben den Sturz versteckt, der das Ganze abfängt, hinter dem Vorhang. Und das Highlight, das zeige ich euch jetzt, das sind hier diese fast rahmenlosen Fenster. Wenn man also gerade davor steht, dann hat man fast keinen Rahmen und auch die Ecklösung ist so ausgebildet, dass man fast denkt, dass es hier gar nicht um die Ecke geht, sondern dass es eine freie Fläche ist. Also die Baukosten beliefen sich auf ca. 550.000 €. In den Baukosten ist drin der neue Anbau und die Kernsanierung des Altbaus. Hier im gesamten Gebäude standen also nur noch die Außenmauern und das Dach und dadurch auch die hohe Bausumme, denn das war ja im Prinzip wie ein Neubau. Am Ende kann man wirklich sagen, was ein Glücksfall, dass wir hier den Bahnhof bekommen konnten, dass wir heute hier drin wohnen. Die Nähe zum Weingut und doch die gewisse Entfernung, die manchmal ganz gesund ist. Das Licht, den Ausblick nach draußen. Ja, eigentlich ist es genau das, was wir uns immer vorgestellt haben. Es war ein echtes Abenteuer, aber jetzt sind wir angekommen in unserem Bahnhof. Das war die Führung durch unseren alten Bahnhof. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr noch mehr Folgen sehen wollt, dann klickt bitte hier oder folgt unserem Kanal. Macht's gut, tschüss!